Hey, hallo, seid gegrüßt. Hier ist Bernd von eurem Saxophon-Channel auf YouTube. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich versuche heute mal ein bisschen ein persönliches Video zu machen, auch zum Thema Sound und Equipment, so ein bisschen, es geht um Mundstücke. Und ich versuche euch mal ein bisschen meinen kleinen Leidensweg zu erzählen, was Sound angeht und was Mundstücke angeht. Also schaut mal hier, das ist mein erstes Mundstück gewesen. Das ist, guck mal von der Seite, das ist Wahnsinn, ne? Also so habe ich angefangen zu spielen. So fest habe ich gebissen. Das hier ist ein Yamaha 4C. Ja, das ist so ein Yamaha-Mundstück, was immer mit den Yamaha-Saxophonen mit dazukommt. Das sind eigentlich Anfängermundstücke. Die sind nicht schlecht, die sind ganz gut für den Anfang. Ja, sind sehr eng. Also die Bahnöffnung ist halt super klein. Der Sinn von so einem Mundstück ist immer, dass der Schüler möglichst direkt am Anfang schon einen leichten Ton rauskriegt, ne? Also ohne Probleme, ohne viel Luft. Und die gehen natürlich so die erste Zeit, wenn man anfängt Saxophon zu spielen, sind die Mundstücke okay. Ja, so kann man so vielleicht ein Jahr lang spielen oder ein halbes Jahr lang. Naja, und ja, mir hat am Anfang natürlich kein Mensch erklärt, wie das funktioniert mit dem Saxophonansatz. Es hieß nur einfach, bau das Instrument zusammen, dann machst du das Blatt drauf und dann nimmst du das Mundstück in den Mund, so, machst die Unterlippe rein über die Zähne. Ne, das ist so Klassiker, hat man früher immer so erklärt. Das ist so der Klarinettenansatz, den viele Saxophonlehrer, die ja eigentlich Klarinettenspieler waren oder Klarinettisten waren, die haben ihren Saxophonschülern immer das so erklärt. Und dann passiert natürlich, dann kriegt man das irgendwann nicht mehr weg, diesen Ansatz, der ist super fest und man beißt. Ne? Also so habe ich das gemacht, so Unterlippe rein, gedrückt. Und als ich dann ganz gut spielen konnte, so nach einem Jahr oder so, ich habe dann natürlich auch in Bands gespielt, ich habe in der Schul-Big Band gespielt und habe dann auch langsam mit einem Einerblatt habe ich angefangen und bin langsam dann natürlich so auf immer härtere Blätter gegangen. Irgendwann hatte ich, glaube ich, sogar Viererblätter. Und ich wollte natürlich immer so richtig laut und knallhart klingen wie Michael Brecker. Und habe dann das im Prinzip damit erreichen wollen, dass ich immer fester gedrückt habe, immer härtere Blätter drauf gemacht habe. Und habe dann gehofft, dass da vorne dann so ein Sound rauskommt wie bei Michael Brecker. Und das war eben das Resultat, ne? Dass ich das komplette Mundstück fast durchgebissen habe. Also wirklich unglaublich. Da sind meine Zahnabdrücke drin. Also wirklich, das habe ich auch aufgehoben, das Mundstück, einfach um das mal immer den Schülern zu zeigen. Weil ich das so eindrucksvoll fand, wie ich früher gespielt habe. Ja. Und dieses Lockerlassen, das kam erst viel später bei mir. Ne? Ich habe ganz lange, wusste ich das nicht. Genau, und dann habe ich mir mal eine Liste gemacht von meinen ganzen Mundstücken, die ich alle schon durch habe. Und das ist wirklich erstaunlich. Wahrscheinlich fehlen da noch ein paar, aber ich habe mal eine Liste gemacht und habe wirklich 1, 2, 3, 4, was habe ich hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also so ungefähr 10 Mundstücke. Das 10. Mundstück ist das, was ich jetzt spiele. Das zeige ich auch mal. Das ist ein Aaron Drake Mundstück. Das habe ich schon jetzt auch ein paar Jahre. Ich mache die Kamera noch ein bisschen höher. Ja. Das habe ich jetzt schon, also das spiele ich schon ziemlich lange eigentlich jetzt. Ne? Das ist ein Aaron Drake Mundstück, ist aus der Master Series, nennt sich das. Und das ist ein Modell, was anscheinend mit dem Jerry Bergonzi, was er zusammen mit Jerry Bergonzi entwickelt hat. Das soll so ein bisschen sein wie so ein Early Babbitt von wie heißt's, ein Otto Link Early Babbitt, so ein früheres, ne, so ein altes Mundstück. So ähnlich soll das sein. Also ist auf jeden Fall, als ich das hier ausprobiert hatte, habe ich wirklich gemerkt, oh, das ist ganz gut für mich, das funktioniert. Das ist ein sehr offenes Mundstück, hat eine Bahnöffnung von 10 Sternen, also es ist ziemlich groß. Das ist eigentlich so am oberen Rand. Wahrscheinlich gibt es noch eine Größe mehr, aber ich glaube, das ist schon ziemlich oben am Rand. Und auf dem spiele ich Dreierblätter, so verschiedene Marken. Manchmal Woodstone, dann habe ich aber auch oft diese, wie heißen die? Rigotti Gold. Das ist ja so eine riesen Blättermarke aus Frankreich und die stellen übrigens auch für ganz viele Marken her. Ne? Also Woodstone Blätter, diese sauteuren Blätter, die werden auch von Rigotti hergestellt. Ne? Das ist eigentlich, ja,
Ich weiß gar nicht, was da jetzt anders ist. Wahrscheinlich ist die Selektion, die Auswahl ist ein bisschen feiner. Ne? Wenn die dann die teuren Blätter haben, dann gucken die halt mehr, haben die mehr Ausschuss und schmeißen die mehr weg. Wahrscheinlich ist es so. Deshalb sind die so teuer. Ja, und genau, ich habe mir mal eine Liste gemacht, was ich da alles, meine Mundstückkarriere hier. Also am Anfang habe ich natürlich mit diesem Yamaha angefangen, 4C, was viele haben. Dann habe ich irgendwann, ich habe auch in so einer Band gespielt, ich hatte so eine eigene kleine Jazzband, da haben wir versucht so ein bisschen Fusion zu machen, so ein bisschen wie, ja, David Sanborn oder Michael Brecker Brothers, so ein bisschen so Sachen haben wir versucht zu spielen. Und irgendwann haben wir dann auch im Keller, haben wir so ein kleines Studio da gebaut, also wir haben versucht uns selber aufzunehmen, haben so eine Demoaufnahme gemacht, auf einer Kassette, richtig mikrofoniert, jeder hatte so sein Equipment mikrofoniert. Ich hatte auch so ein, weiß gar nicht, was ich da für ein Mikro hatte, wahrscheinlich so ein Shure wie heißen die, SM57 oder so, diese berühmten, also irgendwie so ein dynamisches Mikrofon hatte ich da. Und dann haben wir aufgenommen und bis dahin dachte ich eigentlich, ich klinge ganz gut. Dann haben wir uns getroffen, haben zusammen die Sachen gemischt, haben die angehört, die Takes, und haben die gemischt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, da dachte ich, oh Gott, wie klinge ich denn? Ich habe mich selber gar nicht erkannt auf der Aufnahme und dachte, oh Gott, das klingt ja voll ne, so. Und als erste Reaktion war für mich so, okay, wir müssen das nochmal machen, das Mikrofon war kaputt, was ich da habe. Ja. Und dann haben die ganzen Bandkollegen haben mir bestätigt, dass ich eigentlich immer so klinge, ja, dass es gut klingt und dass ich immer so klinge, wie auf der Aufnahme. Und dann ich weiß noch, ich war total, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ich war wirklich, ich war fast so weit, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf zu spielen. Ich will kein Saxophon mehr spielen. Weil ich habe mir da überhaupt gar nicht gefallen. Und in die Vorstellung, die ich hatte, wie ich eigentlich klinge, also beim Spielen, wie ich da eigentlich klinge, die war eine ganz andere als das, was wirklich vorne rauskam, was ich dann wirklich so objektiv gehört habe nach der Aufnahme. Es war eine ganz andere Vorstellung. Und das ist auch zum Beispiel, das ist was man am Anfang nicht kann. Also wenn man anfängt, Saxophon zu spielen, dann ist eigentlich das Problem, ist nicht, dass man das hier nicht beherrscht oder so. Das Problem ist, dass man es nicht kontrollieren kann und dass man das Gehör ist einfach nicht so gut, dass du sagen kannst, okay, ich klinge jetzt, wenn ich da reinblase, ich klinge jetzt so. Ich habe diese Tonvorstellung und jetzt erzeuge ich genau diesen Ton, den ich machen will. Das geht am Anfang einfach nicht. Das dauert vielleicht Jahre. Ne? Also wenn man oft spielt und sich oft aufnimmt und so ein bisschen aufmerksam ist mit dem Sound und versucht auch so Vorbilder nachzuahmen, ne? Wenn ihr Saxophonisten hört und ihr findet die gut, wie die klingen, und dann versucht ihr so ein bisschen so zu spielen wie die oder versucht so ein bisschen in die Richtung zu gehen und das immer wieder mit Kontrolle über Aufnahmen, dann kann man das schneller erreichen, dass man so irgendwann so klingt, wie man will. Natürlich ist das nie zu Ende. Ich habe auch oft noch das Problem, wenn ich eine Aufnahme mache, dass ich mir überhaupt nicht gefalle. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht und so. Aber es ist immer ein Prozess, ne? Es hört eigentlich nie auf. Genau, und das war erstmal das erste einschneidende Erlebnis für mich. Mit dieser Demoaufnahme war ich völlig K.O. danach. Dachte ich, oh Gott, das klingt ja schrecklich. Ich will nicht so klingen, ja. Das hat verschiedene Gründe gehabt, dass ich Sachen beim Anspielen habe ich die Töne so komisch angespielt. Das war völlig unbewusst, ne? Ich wusste überhaupt nicht, dass ich das mache. Habe ich dann später erst gelernt. Das war mir bewusst, dass ich das mache, und habe das mitgekriegt beim Spielen und konnte es dann auch vermeiden dann. Auf jeden Fall, der nächste Schritt war dann für mich, okay, ich brauche ein neues Mundstück. Das Mundstück ist nicht gut. Dann bin ich los und habe mir das weiß ich noch, da bin ich nach Darmstadt gefahren. Da gab es ein großes Musikhaus, Crusius hieß das, vielleicht gibt es das noch, ich weiß gar nicht, ich war da schon lange nicht. Und dann habe ich Saxophon-Mundstücke ausprobiert, ich wusste, die haben ganz viele. Und dann habe ich mir ein Berg Larsen Metallmundstück gekauft. Das war tatsächlich, weil ich es nicht gewohnt war, auch relativ eng. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, ich glaube 90er Öffnung. Die haben so andere Nummern, ich glaube, das ist wahrscheinlich wie so ein 6er oder ein 5er, ich bin mir nicht sicher. Kann man auf so Listen, kann man das nachgucken im Internet. Und dann habe ich erstmal mit dem gespielt, habe auch ziemlich harte Blätter immer gespielt. Ich kann mich daran erinnern, dass ich immer so Viererblätter gespielt habe auf dem Mundstück. Oder sogar 4,5. Ich glaube von Rico Royal damals, das ist ja jetzt D'Addario,
Da gab es Fünferblätter, also es gab Fünferstärken. Und ich habe die, glaube ich, tatsächlich auch gespielt, eine Zeit lang. Habe auch wieder alles kaputt gebissen. Ne? Aber was ich euch hier zeigen wollte, bei diesem Mundstück, bei dem Aaron Drake Mundstück, das mal als Vergleich, vielleicht sieht man das hier, da habe ich vorne so einen Bissschutz drauf, so einen transparenten, dünnen Bissschutz. Und man sieht da zwar so Abreibung von den Zähnen, aber dieser Bissschutz, der hier drauf ist, der ist hier schon seit, ich würde mal sagen, fast seit am Anfang drauf. Vielleicht habe ich ihn einmal erneuert. Also wenn ich das Mundstück jetzt vielleicht schon 5 Jahre spiele, ich habe nur einmal diesen Bissschutz erneuert und der hier ist bestimmt schon 3 Jahre, habe ich den da drauf. Wahrscheinlich noch länger. Ja, also ihr seht, ich habe fast keinen Druck mehr beim Spielen. Ich habe zwar die Zähne aufliegen und ich habe auch so Zähne, die haben so, wie sagt man, so Sägezähne, ja, wie bei einer Säge, so ein bisschen so rau. Und normalerweise reibe ich halt schnell Oberflächen ab mit den Zähnen, ne? Die sind nicht so glatt. Aber trotzdem, obwohl ich die hier auflege und auch natürlich, ich muss ja einen gewissen Druck machen, wenn ich oben spielen will. Trotzdem sieht das Mundstück und diese Bissplatte nach 3, 4 Jahren immer noch so aus, ne? Da ist überhaupt keine, da ist nichts reingebissen. Da ist auch keine Luftblase zwischendrin, wo ich diese Folie kaputt beiße, gar nicht, ne? Also so viel dazu, zum Druck, den man nicht machen muss beim Saxophonspielen. Genau, dann habe ich eine Zeit lang mit diesen Berglasen gespielt. Irgendwann, nach den nächsten Aufnahmen, dachte ich, ja, das klingt immer noch nicht gut. Dann wurde ich, weil ich in so eine Richtung wollte wie Michael Brecker, wurde ich aufmerksam auf das Mundstück, die Marke Dukoff. Ja? Und Dukoff ist ein sehr krasses, hartes Mundstück. Damals, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, dass Michael Brecker am Anfang Dukoff-Mundstücke gespielt hat. Später dann war ja diese berühmte Guardala-Mundstück von Brecker, war ja dann, wusste dann ja jeder, dass der das spielt. Aber am Anfang, glaube ich, hat er Dukoff gespielt und dann habe ich ein Dukoff-Mundstück mir besorgt, ein gebrauchtes. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das herbekommen habe. Und das klingt natürlich super krass, ja. Das ist so voll scharf, das Mundstück, und voll laut und so. Das hieß aber nicht, dass ich das auch so spielen konnte, ne? Ich habe immer noch durch diesen festen Ansatz, durch das Beißen und durch die Unfähigkeit, das irgendwie kontrolliert da diesen Ton zu formen, habe ich immer noch nicht keinen guten Sound erzeugt. Und dann ging es später weiter, dann habe ich mir ein Lakey, ich glaube Claude Lakey habe ich mir gekauft. Das ist auch ein sehr krasses, hartes Mundstück. Es geht auch in diese Richtung. Dukoff ist nicht ganz so krass, aber ist auf jeden Fall, man kann da sehr scharf mit klingen, ne? Und mit dem Mundstück habe ich tatsächlich auch schon angefangen zu studieren, ne? Da war ich dann irgendwie später in Köln, habe das Studium angefangen und kam dann durch meinen Lehrer, damals der Wolfgang Engsfeld, der ist leider letztes Jahr gestorben, der war halt schon alt und ein bisschen krank. Aber er hat mir damals sehr weitergeholfen, was so Ansatz und Sound angeht, betrifft. Ja? Er hatte zum Beispiel dann gemeint, okay, du hast so ein komisches Mundstück, Lakey, ist vielleicht nicht so ideal für dich. Probier doch einfach mal ein Otto Link. Otto Link ist ein sehr gutes Mundstück. Kauf dir einfach eins, kauf dir ein normales. Ich glaube, ich hatte dieses Super Tone Master, heißt das, meine ich, diese normale Serie. Ich weiß nicht genau, ob es ein New York war oder ein normales, keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich los, habe mir einen Metall-Otto Link gekauft, eine Achterbahn. Und ich wusste vorher, dass ein Otto Link Metall, dass das immer schlecht klingt, bei mir. Ja? Ich habe immer mal zwischendrin mal eins in den Fingern gehabt, dann immer wieder ausprobiert, weil ich eben wusste, das wird von vielen gespielt. Das haben die ganzen Jazzstars von früher in New York, die haben alle Otto Link gespielt. Oder sehr viele davon. Und ich wusste, das muss ein gutes Mundstück sein und habe das immer wieder ausprobiert und es klang immer schrecklich. Ja? Aber jetzt hat mein Lehrer mir gesagt, okay, kauf dir so eins. Und selbst wenn es nicht gut klingt, bleib mal dran, spiel mal ein bisschen mit dem. Ja? Bleib einfach mal dabei, auch wenn es erstmal nicht gut klingt. Dann habe ich das gemacht und es klang wahrscheinlich ein halbes Jahr lang schrecklich. Also so vom Gefühl her hatte ich immer das Gefühl, da geht gar nichts durch, da kommt kein Ton raus. Irgendwie war alles komisch. Ja? Es klingt dumpf, klingt seltsam. Und ich hatte aber diesen komischen Ansatz, dieses Feste. Und siehe da,
nach einer Zeit immer wieder mit diesem Mundstück, auf einmal habe ich gemerkt, es verändert sich was. Irgendwie fängt mein Mund an zu verstehen, wie man mit diesem Mundstück spielt. Ja? Und genau das ist auch das Ding, was man lernen muss. Also der Tipp war ganz gut, man kauft sich einfach ein Allrounder, gutes Mundstück, wo man weiß, das ist ein gutes Mundstück, das wird von vielen gespielt, da können viele gut drauf klingen. Und wenn man selbst nicht so gut drauf klingen kann, dann liegt es daran, dass man nicht weiß, wie das funktioniert. Wie der Mund, also der Mund weiß nicht, wie man mit diesem Mundstück umgeht. Und das ist eigentlich das Problem. Ja? Und wenn man halt mit diesem Mundstück anfängt zu üben und zu lernen, irgendwann verändert sich was und dann klingt man besser. Und das habe ich gemacht und später war es tatsächlich auch so, ich habe halt fast das ganze Studium mit diesem Metallmundstück gespielt und später war es so, dann hatte ich so eine andere Idee, also von Sound, das hat sich gewandelt bei mir. Ich wollte dann nicht mehr so klingen wie Michael Brecker, so scharf und so durchdringend der Sound, sondern ich war so ein bisschen mehr in Richtung alte Meister. Ja? Ich fand zum Beispiel, ich habe so, was habe ich, Ben Webster gehört, so alte Typen, Sonny Rollins, die ein bisschen voller klingen, ne, die ein bisschen fetteren Sound haben. Die sind auch scharf, die können auch scharf klingen, aber die haben so ein bisschen so eine andere Idee von Jazz-Sound. Die wollen eher so fett klingen, tief und groß und so. Und ja, dann dachte ich, okay, mit diesem Mundstück, mit diesem Metallmundstück, das ist schon fast zu scharf für mich. Und habe dann irgendwann gewechselt, habe mir ein Otto Link, ein Tone Edge gekauft. Das ist ein Ebonit-Mundstück. Ja, das ist aus so einem anderen Material. Ich weiß gar nicht genau, was Ebonit ist, aber es ist so ein Hard Rubber, nennt sich das auch, ne? Hartgummi-Mundstück. Und habe dann darauf angefangen zu spielen. Und da konnte ich auch ziemlich scharf spielen, so. Also mein Mund hat sich daran gewöhnt. Und ich fand es auch sehr gut. Ich habe jetzt letztens wieder ein Video gesehen von dem, wie heißt er? Ganz berühmter YouTube-Saxophonist. Wie heißt er denn? Jetzt vergessen. Naja. Das ist der Saxophonist, der bei Snarky Puppy spielt. Den kennt ihr bestimmt. Ich habe jetzt wirklich den Namen vergessen. Naja. Aber ich habe jetzt ein Video von ihm gesehen, der hat ganz lange einen Tone Edge gespielt. So ein altes Otto Link. Ich weiß gar nicht, ob es ein Tone Edge war. Auf jeden Fall ein Otto Link. Hard Rubber, ein altes. Und der hat 25 Jahre lang, hat er erzählt, hat er nur dieses Mundstück gespielt. Für alles Mögliche. Also für Jazz, für Pop, bei Snarky Puppy, für diese ganzen Pop-Auftritte bei John Mayer hat er das gespielt. Ne? Also das war wirklich sein einziges Mundstück, Allrounder, damit konnte er alles spielen. Und der klingt scharf auf dem Ding, ne? Der kann das. Gut, irgendwann dachte ich, es ist doch wieder ein Problem mit diesem Mundstück, weil ich habe dann in einer Band gespielt mit 3 Bläsern, Saxophon, Posaune und Trompete. Und wir haben so Art Blakey-Sachen, Jazz Messenger-Sachen von früher nachgespielt. Und oft haben wir akustisch gespielt. Also wir haben dann, keine Ahnung, in Frankfurt im Jazzkeller gespielt, alles akustisch. Nur der Bass war ein bisschen verstärkt oder so. Und dann habe ich gemerkt, dieses Otto Link Tone Edge Mundstück, das Ebonit Mundstück, das ist einfach zu leise. Ich komme nicht von der Lautstärke her nicht an diese Trompete oder die Posaune ran, wenn es so ein bisschen heftiger wird. Ne? Da muss ich so fest reinblasen, es klappt einfach nicht. Dann habe ich wieder angefangen zu suchen und habe gemerkt, okay, es gibt doch Berg-Larsen-Mundstücke, auch so aus Ebonit, die sehr laut sind. Ja? Da kann ich viel lauter spielen, wenn ich Lust habe. Und dann habe ich ein Berg-Larsen-Mundstück gekauft, 130er, auch ein sehr offenes. Das ist wahrscheinlich auch so eine 10er-Bahn oder so, bin mir nicht sicher, 9 oder 10. Dann kam ich später auf ein Mundstück, weil ich mich sehr viel mit Joe Lovano beschäftigt habe. Und Joe Lovano ist ein Typ, der hat so ein Handmade Holzmundstück von François Louis hergestellt. François Louis ist so ein Mundstückgott, der eben früher auch für Leute Mundstücke refaced hat oder auch gebaut hat. Ne? Und da gab es dann auf einmal, hat er so eine Mundstückserie tatsächlich so als, wie sagt man da, also so für alle rausgebracht. Fällt dir gerade das Wort nicht an, aber der hat dann, auf einmal gab es ein François Louis Mundstück
was man im Laden kaufen konnte. Das gab es früher nicht. Früher musste man immer das bei ihm persönlich bestellen. Das war natürlich, hat dann 2 Jahre gedauert, bis er das fertig hatte und so. Auf jeden Fall gab es dann diese Mundstücke von François Louis. Und dann bin ich, damals hatte ich so einen Workshop und da kam auch jemand in den Workshop rein und hat diese Mundstücke vorgestellt. Habe ich für die Workshop-Teilnehmer habe ich das gemacht. Habe dann selber auch ein bisschen ausprobiert und habe tatsächlich ein Mundstück gefunden, wo ich dachte, wow, das ist super, das klingt super für mich. Dann habe ich das gespielt eine Zeit lang und irgendwann, vielleicht nach 2, 3 Jahren, dann habe ich dieses Drake-Mundstück gefunden. Auch deswegen, weil ich ein Video gefunden habe von Jerry Bergonzi, wo er das vorstellt. Er hat das quasi beworben, dass er hat gesagt, er hat das Mundstück mit dem Aaron Drake zusammen entwickelt und hat es eben so entwickelt wie ein altes, so ein altes Otto Link, Ali Babbitt Mundstück sollte das sein, so ein bisschen so die Idee von dem früheren Sound. Und ich finde natürlich Jerry Bergonzi, hat einen unfassbaren Sound für mich. Also zumindest damals fand ich das unfassbar. Das war genau mein Soundideal. Und dann habe ich geguckt, wo es die gibt und habe verschiedene Mundstücke von Aaron Drake, verschiedene Bahnöffnungen habe ich einfach in Berlin bei dem Duchstein. Das ist saxophon-service.de. Das ist der Mike Duchstein, der hat einen großen Laden mit Saxophon-Equipment. Der hatte die da und dann habe ich mir die einfach bestellt, hat die mir zugeschickt. Und dann habe ich die ausprobiert und das erste, was ich da hatte, dieses Aaron Drake Bergonzi Mundstück mit 10 Sternen, das dachte ich, wow, super, super Mundstück. Alles in der Ansprache unten und oben war total gut. Ja. Und das habe ich dann auch behalten und das spiele ich seitdem. Ne. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen wieder am gucken, dass ich vielleicht ein bisschen schärfer klinge. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen die Idee, in so eine schärfere Richtung zu gehen vom Sound. Es ändert sich eben immer, ne. Es bleibt nicht immer gleich. Naja. Auf jeden Fall wollte ich euch das mal so kurz erzählen, was man alles so durchmacht als Saxophonist. Und mich würde natürlich auch interessieren, wenn ihr schon länger spielt oder wenn ihr jetzt auch, vielleicht seid ihr frisch, seid erst 1, 2 Jahre dabei im Saxophon, was ihr für Erfahrungen mit verschiedenen Mundstücken gemacht habt. Vielleicht habt ihr Lust, traut euch, mir einfach mal in den Kommentaren ein bisschen was mitzuteilen. Ihr müsst keine riesen Romane da schreiben, aber vielleicht könnt ihr einfach mal so kurz mal reinschreiben, ich habe mit dem Mundstück angefangen, jetzt spiele ich das oder ich habe das erst gespielt, dann habe ich das entdeckt und so. Würde mich einfach mal interessieren, wie da euer Werdegang ist, gerade mit Saxophon-Mundstücken, weil das einfach interessant ist für mich. Ne? So wie die sich so entwickeln. Ich sehe das ja auch bei meinen Schülern in Köln. Da ist es meist auch so, die fangen zwar, es ist gut mit so einem Anfängermundstück anzufangen, aber ich merke so nach ein paar Monaten, wenn die wirklich fleißig sind und üben und wollen lernen, dann merke ich nach ein paar Monaten, die brauchen ein anderes Mundstück. Ne? Das ist viel, viel besser, um einfach andere Sachen machen zu können. Brauchen die ein offeneres Mundstück, was vielleicht auch ein bisschen, was ein bisschen voller klingt und so. Ne? Genau. Okay, das war jetzt erstmal so die Info. Es ging jetzt gar nicht so sehr darum, wie man offen spielt oder sowas, aber ich wollte euch nur mal so ein bisschen über meine Situation berichten und ja, wie ich da hinkam. Und ich hoffe, euch hat es interessiert. Ich bin mir nicht sicher, es war jetzt ein sehr langes Video und ich habe viel geredet, aber vielleicht habt ihr ja Lust, mir auch einen Kommentar abzugeben, da unten reinzuschreiben. Einfach mal ein Feedback, wie ihr das findet, wenn ich da über so Equipment, über meine persönliche Situation da berichte. Und natürlich auch würde es mich interessieren, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt mit Mundstücken. Was habt ihr gerade für ein Mundstück aktuell? Mit was habt ihr angefangen? Habt ihr verschiedene Mundstücke schon ausprobiert? Ist das euer erstes, was ihr immer noch spielt? Ne? So ein paar Sachen könnt ihr mir vielleicht mal mitteilen. Würde mich auf jeden Fall freuen und ja, interessiert mich sehr. Okay, gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen einigermaßen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, so, dass ihr mal seht, wie das bei mir funktioniert hat. Dass ihr vielleicht auch merkt, okay, jetzt die Leute, die so ein bisschen die als Musiker unterwegs sind, dass die genau die gleichen Probleme eigentlich haben, ne, wie die anderen, die Hobbyspieler. Das ist eigentlich nicht anders. Ne? Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Weiterüben und so weiter. Und ja, vielleicht sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Ciao, ciao.